Rentenbeginn 1987, 1999 und Rentenbeginn 2002. Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Hier ist wieder Jutta Martin. Auf Anfrage von einigen Zuschauern, was ist denn, wenn meine Rente vor 2005 begonnen hat, habe ich dieses Video heute gemacht. Ich zeige Ihnen anhand von 3 Beispielen, ja, wie das mit der Steuer aussieht. Das eine Beispiel, es sind zufällig alles 3 Rentnerinnen, alle 3 weiblich, es sind alles Kunden aus meinem Verein. Die eine bekommt nur Altersrente, die andere bekommt Alters- und Witwenrente und die dritte bekommt Altersrente, Witwenrente, Betriebsrente und hat auch noch Kapitaleinkünfte. Ja, bleiben Sie dran und schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an. Sichern Sie sich hier unter dem Video ruhig meinen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder Sie können auch käuflich die Anleitung für die Steuererklärung für Rentner erwerben. Die Links finden Sie ebenfalls unter diesem Video. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Bei dem ersten Fall handelt es sich um meine älteste Kundin Gertrud. Gertrud ist Jahrgang 1927 und bekommt seit 1987 Alters- und Witwenrente. Gertrud musste viele Jahre keine Steuern zahlen. Sie wurde erst vor 5 Jahren steuerpflichtig. Ich muss mal auf meinen Zettel schauen. Ihre erste volle Jahresrente betrug 9.750 Euro. Also damals waren es ja noch D-Mark, aber jetzt in Euro umgerechnet. Davon sind 50% steuerfrei, lebenslang. Das sind nämlich 4.875 Euro. Die Rentenanpassung seit Beginn der Rente machen rund 3.532 Euro aus. Die erste volle Witwenjahresrente betrug 6.216 Euro, davon 50% steuerfrei sind 3.108 Euro, lebenslang steuerfreier Teil der Witwenrente. Die Rentenanpassung seit Beginn der Witwenrente betrug 2.247, also die Anpassungen, die waren gar nicht so heftig. Altersrente und Witwenrente zusammen ergeben bei Gertrud eine Bruttojahresrente von 21.745 Euro. Davon werden die steuerfreien Teile der Rente abgezogen, nämlich 7.983 Euro. Und da bleiben noch 13.762 Euro übrig. Davon können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden. Dann hat Gertrud noch eine private Haftpflichtversicherung. Sie wohnt bei ihren Kindern im Haus und hat dadurch keine Nebenkostenabrechnung oder irgendwelche Handwerkerleistungen. Ja, mit 88 Jahren wurde Gertrud das erste Mal steuerpflichtig und musste damals 80 Euro nachzahlen und inzwischen sind es schon 440 Euro. Sie wurde mit wirklich 88 Jahren das erste Mal steuerpflichtig. Schauen wir uns gleich den zweiten Fall an. Der zweite Fall. Hermer ist Jahrgang 1939 und bekommt seit 1999 Altersrente, also auch Renteneintrittsalter mit 60 Jahren. Ihre Bruttojahresrente, also die erste volle Altersrente, betrug 14.774 Euro. Davon sind 50% lebenslang steuerfrei, das sind also 7.387 Euro. Ihre Rentenanpassungen betrugen insgesamt 5.352 Euro. Ihre Bruttojahresrente liegt bei 20.125 Euro, abzüglich steuerfreier Betrag. Hat sie noch 14.773 Euro übrig, also das sind mehr als 1.000 Euro wie bei der Gertrud. Und trotzdem muss Hermer nicht wie 440 wie die Gertrud nachzahlen, sondern sie zahlt nur 126 Euro Steuer nach. Sie kann nämlich neben den Beiträgen zu ihrer Kranken- und Pflegeversicherung auch noch Beiträge zu einer privaten Haftpflichtversicherung und zu ihrer privaten Unfallversicherung absetzen. Außerdem hatte Hermer noch Handwerkerleistungen, die sie steuerlich geltend machen kann. Also 20% vom Arbeitslohn werden dann direkt von der Steuer abgezogen. Das war jetzt der Fall Nummer 2. Hermer zahlt eben nur 126 Euro Steuern. Der dritte Fall ist ein bisschen krasser. Bleiben Sie dran, schauen Sie ihn sich an.
Unser drittes Beispiel ist Brigitte. Brigitte ist Jahrgang 1942 und bekommt seit 2002 Altersrente. Seit 2005 bezieht sie zusätzlich eine Betriebsrente und seit 2006 auch noch eine Witwenrente. Sie hat zusätzlich Einkünfte aus Kapitalvermögen und kommt somit auch in den Genuss des Altersentlastungsbetrags. Zum Altersentlastungsbetrag habe ich kürzlich erst ein Video veröffentlicht. Jedenfalls hat Brigitte insgesamt Bruttoeinkünfte, ich muss mal gucken, von 38.592 Euro. Davon werden die steuerfreien Teile der Alters- und Witwenrente abgezogen, dann der Sparerpauschbetrag und die Freibeträge für Versorgungsbezüge, der Altersentlastungsbetrag und die Werbungskostenpauschale bei Renten. Brigitte wohnt in ihrem Eigenheim und hat sozusagen auch Handwerkerleistungen, die sie steuerlich geltend machen kann. Die Handwerkerleistungen, also der Arbeitslohn und die An- und Abfahrt, werden ja in Höhe von 20% direkt von der Steuer abgesetzt. Das nimmt natürlich Brigitte in Anspruch. Brigitte ist evangelisch und zahlt auch Kirchensteuer. Schauen wir uns nochmal an. Also sie hat zusammen 38.592 Bruttoeinkünfte und zahlt unterm Strich darauf 2.000 Euro Einkommensteuer, 110 Euro Solidaritätszuschlag und 180 Euro Kirchensteuer, sodass sie insgesamt 2.290 Euro ans Finanzamt abführen muss. Sie zahlt natürlich Steuervorauszahlungen schon seit einigen Jahren, aber ich will hier mit diesen 3 Beispielen verdeutlichen, dass wirklich jeder Fall anders ist. Ich fasse nochmal zusammen. Wir sehen uns gleich. Rentenbeginn 1987, 1999 und 2002. Diese 3 Beispiele habe ich jetzt hier nochmal für Sie in der Präsentation zusammengefasst, weil viele die Zahlen sich anschauen möchten, und hier können Sie dann das Video anhalten und nochmal gucken, was für Sie vielleicht interessant ist. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel, unsere Gertrud, meine älteste Kundin. Sie bekommt seit 1987 Altersrente, also der Renteneintritt war mit 60 Jahren. Hier haben wir die Bruttojahresrente, also von dem ersten vollen Rentenjahr, das war 1988. Die Bruttojahresrente war 9.750 Euro und davon 50%, diese 4.875 Euro, die bleiben lebenslang steuerfrei. Also der steuerfreie Teil bleibt bis zum Lebensende bei 4.875 Euro. Das bedeutet, bei jeder Anpassung der Rente tritt eine höhere Steuerpflicht ein. Die Gertrud bekommt auch noch eine Witwenrente seit 1987 und hier habe ich auch nochmal die Zahlen aufgeführt. Sie hat also Alters- und Witwenrente, davon werden die steuerfreien Teile der Rente abgezogen. Dann bleiben noch 13.762 Euro übrig und davon werden nochmal Beiträge zur Krankenpflege- und Haftpflichtversicherung abgezogen. Die Gertrud hat sonst keine Kosten weiter, sie wohnt bei den Kindern, hatten wir gesagt. Gertrud wurde mit 88 Jahren steuerpflichtig. Ihre erste Steuerzahlung waren 80 Euro und inzwischen sind es schon 440 Euro, die sie an Steuern zahlt. Unser zweiter Fall war die Herma. Herma ist 1939 geboren, ging auch mit 60 Jahren in Rente und Herma hat nur eine Altersrente. Ihre Bruttojahresrente, die erste volle, betrug im Jahr 2000 14.774 und davon diese 50%, die lebenslang steuerfrei bleiben, sind eben diese 7.387. Sie hat aktuell eine Jahresbruttorente von 20.185. Die hat aktuell eine Jahresrente von 20.125 Euro. Die kann steuerlich die Beiträge zur Krankenpflege- und Haftpflichtversicherung geltend machen. Sie hat noch eine Unfallversicherung und sie hat Handwerkerleistungen. Herma wurde mit 80 Jahren steuerpflichtig und zahlt jetzt 126 Euro Steuern. Der dritte Fall war die Brigitte. Sie ist 1942 geboren und bezieht eine Altersrente, eine Betriebsrente, eine Witwenrente, hat noch Einkünfte aus Kapitalvermögen, sie besitzt ein Einfamilienhaus und sie hat die Konfession evangelisch.
Ihre Bruttoeinkünfte betragen insgesamt 38.592. Brigitte wurde mit 63 Jahren steuerpflichtig und zahlt jetzt insgesamt 2.290 €, nämlich 2.000 € Einkommensteuer, 110 € Solidaritätszuschlag, der ja dann im nächsten Jahr wegfällt, und 180 € Kirchensteuer. Ja, meine lieben Zuschauer, anhand dieser 3 Beispiele können Sie sehen, dass jeder Rentner wirklich individuell betrachtet werden muss. Man kann nicht einfach sagen, ja, meine Rente begann dann und dann, wie sieht es mit der Steuer aus? So einfach ist es leider nicht. So, meine lieben Zuschauer, das waren jetzt mal 3 Beispiele aus der Praxis. Was will ich Ihnen damit sagen? Nun ja, ich bitte Sie ja immer darum, hier unten in die Kommentare zu schreiben, zu welchen Themen Sie sich ja ein Video wünschen. Und es wird immer zu allgemein eigentlich geschrieben. Ich bin Rentnerin seit 2002, wie sieht es da aus? Das ist einfach zu allgemein. Ja, beziehen Sie Altersrente und Witwerrente oder wie Brigitte 3 Renten? Haben Sie Handwerkerleistungen abzuziehen? Haben Sie eine Mietwohnung? Haben Sie nur eine Nebenkostenabrechnung? Also da spielen so viele Faktoren mit rein. Dann kommt noch dazu, haben Sie einen Behindertenpauschbetrag, der das zu versteuernde Einkommen verringert? Also ja, es ist nicht irgendwie möglich, das alles zu verallgemeinern. Jeder Fall ist für sich speziell. Das war's heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen damit weiterhelfen und die Fragen der ein oder anderen Zuschauer beantworten. Sichern Sie sich hier unten den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder holen Sie sich auch das Taschenbuch auf Amazon, die Anleitung zur Steuererklärung für Rentner. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.